Wie passend. Schönen guten Abend, schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zur Road to PS5, wurde es genannt, von Sony. In knapp einer Minute geht's los. Mal gucken, ob es die Autobahn ist oder die holprige Nebenstraße. Oder vielleicht sogar eine Einbahnstraße oder wie heißt es? Wenn du nicht mehr weiterkommst. Also frei parken ist auf jeden Fall nicht möglich. Ja. Sony hat gestern spontan angekündigt, dass sie die Specs der PlayStation 5 genau vorstellen wollen in der Preso, die zur GDC gedacht war. Ja, nun haben sie die ja eigentlich schon mal zumindest aufgeschrieben, oder? So ein bisschen weiß man doch schon, was einen erwartet. Also so ein bisschen erwarte ich mehr als das, was uns da gesagt wurde. Ja, ich denke nicht, dass es der ganz große Reveal ist. Also mit hier übrigens, das sind die Spiele und das ist das Gehäuse und so weiter. Aber wenn es für die GDC war, wird es natürlich technisch sehr groß werden. Ja, vielleicht trotzdem. Ne? Vielleicht machen sie trotzdem. Ich glaube, wir werden die Optik sehen. Sowas renderst du doch heute, wenn du dich entschieden hast, wie das Ding aussieht. Kannst du das doch in 10 Minuten rendern, theoretisch. Also, die haben sicherlich so viele Varianten schon, da müssen die sich nur kurz vorher für eine entscheiden. Das musst du jetzt nicht hier ich würde einfach alle Test-Renders einfach rausschmeißen, dass die Leute irgendwann raten können, was die richtige ist. Wir wollen es zumindest angucken und gegebenenfalls ein bisschen fachsimpeln drüber, so sehr es geht. Ilyass wird auch noch dazu stoßen, ne, der natürlich unser Technikexperte ist. Ja, wir haben natürlich einige Technikexperten hier, aber es ist ja auch durch Corona nicht jeder hier. 2 Minuten dann noch. Okay, also 2 Minuten und dann geht's los. Wir sind wirklich... Ich will mich hier gemütlich machst dir bequem, Simon? Ja, mach ich mal schön gemütlich. Ja, wer jetzt erst einschaltet, wir haben ein großes Programm. Hier tut mir leid, jetzt musst du noch mal umgucken, Paul. Ist das irgendwie, also rein mit der Perspektive, wo dein Simon-Kopf im Hintergrund dich auch noch... Das hat mich nämlich irritiert, deswegen wollte ich mich umsetzen, weil man sah mich plötzlich so doppelt. Wir haben zu sehr gezwinkert, auf einmal sieht man doppelt. Die ganze Zeit mit Donny Simon da hinter dir. Wir wollen gleich ein kleines bisschen fachsimpeln. In knapp 1,5 Minuten geht der Livestream los, direkt bei YouTube. Knapp 350.000 Zuschauer im Moment alleine bei YouTube. Und mit unseren sind wir 350.014. Ja, genau. Ich wollte sagen, großes Programm hier heute noch. Einfach so viel, was über uns so reinbricht. Wir haben gerade die Resident Evil 3 Demo gespielt. Kriegt ihr gleich auch noch auf YouTube zu sehen, wenn der Upload fertig ist. Du machst nachher Doom Eternal 3. Ey, heute ist richtig, ich meine, auch das ist wieder so ein Corona-Ding. Das ist wirklich, weil, also ich weiß, dass es bei Resident Evil bei Doom damit zu tun hat, dass es eben vorverlegt wurde, weil jetzt die ganzen Läden sagen, wir müssen bald schließen, können wir nicht noch vorher mal richtig was verkaufen. Ja. Und die sagen auch, alle Läden schreiben so, dass sie wie ein Weihnachtsgeschäft einfach Spiele rauskacken, als gäbe es keinen Morgen, was ja vielleicht stimmt. Und wirft die Indies durch den Club. Ja, und deswegen wurde Doom jetzt vorverlegt. Der Verkauf, das zieht natürlich nach sich, dass unser Streaming-Termin sich auch verschoben hat. Also deswegen gibt's direkt jetzt heute Doom statt morgen. Ist ja egal, freut euch am Ende auch. Ja. Also ich bin begeistert von diesem Aspekt der Krise. Das ist natürlich, also ich hoffe, es wird nicht genauso anhalten, so wie es ist, aber nicht, dass alle ihr Feuer schon verschossen haben und wir dann in den nächsten Tagen dann ganz unten am Nutella-Glas kratzen. Ja, mal gucken, was alles passiert, ne? Also so. was vielleicht noch für Überraschungen kommen. 10987. Okay, ich erwarte wirklich ein bisschen mehr als nur Zahlen. Bitte, bitte, bitte. Zeigt mir was Visuelles. Ich bin doch so ein Noob. Werden Sie Zahlen zeigen die ganze Zeit. Hier ist noch eine Zahl. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim. Ich mach auch. There will be lots of chances. Entschuldigung, aber ich denke gerade an Austin Powers. Today, $1 million. I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles.
The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do. So, about once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people, something like 2 dozen publishers. Die sind konzentriert, Mann. And it is incredibly valuable. Doch, der links hat sich bewegt. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD. Kevin which we were McAllister very hat happy das to Set put in the gebaut. hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this in terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about is that dead time before graphics and other aspects of game development are up and running, and trying to minimize that. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware architecture can't change at all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping a familiar programming model. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us, as the hardware team, to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much on our list of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. Aber das ist wichtig. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. The push for vastly improved audio, and in particular 3D audio, isn't something that came out of the developer meetings. It's much more the case that we had a dream of what might be possible 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again are the 3 principles, the first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a game changer. And it was the #1 ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. Wow. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible.
If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located on the hard drive. Let's assume it's on the outer edge, which means loading a gigabyte takes 10 seconds. If you compress your game packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the compression ratio. We support zlib decompression on PlayStation 4 that gets you something like 50% more data on the disk and 50% higher effective read speed. Unfortunately, though, it's highly likely that your data is scattered around in various files on the hard drive, as well as sourced from multiple locations within those files. So lots of Erklären die uns gerade, wie die Festplatte funktioniert? Each. Vor allem, weil das ein Talk für Entwickler auch ist. Ja, so funktionieren Festplatten. Ich wette, ich meine, wenn wir das wissen, dann weiß das doch jeder Entwickler da nicht nur, der weiß das, sondern der denkt sich dasselbe, was wir gerade denken. Ja, die Schatten, die da sitzen, auf jeden Fall. Habe ich noch nicht gewusst. Naja. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? Yeah, if we could load 5 gigabytes a second from it, what would change? Now, SSDs are completely different from hard drives. They don't have seeks as such. If you have a 5 gigabyte a second SSD, you can read data from 1,000 different locations in that second, pretty much at speed. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about a quarter of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 times faster. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that the game boots in a second. There are no load screens. The game just fades down while loading a half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload. You're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's blink and you miss it. As game creators, we go from trying to distract the player from how long fast travel is taking, like those Spider-Man subway rides, to being so blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Pretty cool, right? But for me, this is so not schnell, the primary dass sie es abbremsen müssen, Gregor. The primary reason Waren doch nicht so schnell fahren beim Spider-Man. Nee, die mussten eine Polizei erfinden, die Texturladepolizei. Die sagt, nein, zu scharf. The 20 seconds that it takes to load a gigabyte can sabotage the game that the developer is trying to create. I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory. Which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets Jedi and then Fallen take Order, 30 ne? seconds Immer or schön so durchquetschen to von load einer the new Location zur assets. anderen. Exakt. Having a 30-second Man erkennt diese Zwischenwände Zwischenwände mittlerweile in allen Spielen auch. Lange Gänge, Türen, wo and man then do some wartet. calculations with sight lines and run speeds, like we did for Haven City when we were making Jak 2. The game is 20 years old, but not much has changed since then. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player. Aber so wird das doch auch schon gemacht. If you figure that it takes half a second to turn, that's 4 gigabytes of compressed data. Wird so nicht alles schon berechnet? About right. Ich glaube alles, was mir Austin Powers sagt. Anyway, back to the hard drive. Nee, das war Another hier, strategy das ist for von Wayne's increasing World. effective read speed is to make big sequential chunks of data. Halt ein bisschen For example, frisiert. we might group all the data together for each city Man block. trägt die Haare nicht mehr lang. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. But there's a downside too, which is that frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it works very well for increasing the streaming speed,
There's a massive duplication as a result. Some of the objects like mailboxes or news racks are on the hard drive 400 times. What I'm describing here are things that cramp a creative director's style. Either level design gets a little bit boring in places, or the data is duplicated so many times that it no longer fits on the Blu-ray disc. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, a PlayStation 4 will sometimes take a long time to Ja, install. ist mir ein, zweimal That's aufgefallen. because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated into them, which means no installs as you know them today. There's yet one more benefit, which is that system Aber memory den can be Multiplayer-Part muss used ich much trotzdem more installieren, auch wenn ich den On nicht habe. PlayStation 4, Du ja. game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much too late to go out and load it. So system memory has to contain all of the data that could be used in the next 30 seconds or so of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a piece of data, you can just load it from the SSD and use it. There's no need to have lots of data parked in system memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. So back to the dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second. No load screens. Design freedom, meaning no twisty passages or long corridors. Schön, dass du da bist. Es geht um Festplatten bisher. Sie erklären dir gerade die SSD. Falls du das in den letzten 10 Jahren nicht mitgekriegt hast. Es gibt neue Festplatten. Ich finde es super interessant, dass Sony es immer schafft, sich so anzuhören, als ob er ein fucking Serienkiller ist. You can see this on PlayStation 4. Naja, er hat Xbox ermordet, also so weit weg ist es nicht. Hard drive, I probably see only double the loading speed, if that. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be 100 times faster. It was that game loads Ich schwöre, wenn heute NEC 3 angekündigt wird, ich werde kommentarlos aufstehen und gehen. Wir machen doch das Let's Play hier. Gibt es da wirklich einen zweiten Teil? Nein. Ja, natürlich. Es gibt 2 NECs. E Mark Czerny war der Chefentwickler von NEC. Oh Very Gott. simple process. Data is loaded into system memory from the hard drive or SSD. It's examined. A few values are tweaked to check it in, and then it's moved to its final location. Aber ich muss wirklich noch mal fragen, der kann das doch nicht den Entwicklern erklären, die da sitzen. Wem erklärt er das denn jetzt? Mir als Konsument, der sich langweilt, oder den Entwicklern, die es schon wissen? Ich glaube, es geht darum, einfach sich in den Medien zu halten. Ja, aber dann machst du doch irgendwas, mach einen Render-Track. Also, ich meine, da gibt es wirklich bessere. Ich habe ja nichts gegen, was er da macht, aber. Ja, statt zu sagen, wir haben Wofür jetzt ist das? eine SSD-Festplatte drin. Moment, so genau hilft uns SSD. Ey, im Ernst, sogar ich weiß, was das ist. Ich weiß, warum die was bringt und so. Ich meine, der hätte es jetzt in 3 Minuten erklären können. Wir sitzen seit mindestens 10 Minuten hier. 20. Ich meine, so begeistert kann doch niemand sein über eine Sache, die einfach jedem bekannt ist seit 10 Jahren. Aber es deckt sich leider so mit dieser... Ich meine, die hätten sagen müssen, wir wissen, unsere fucking Konsole ist scheiße laut. Wird nicht mehr passieren. Die nächste wird sehr leise sein. Das hätte mir schon gereicht. Naja, egal. Ich will nicht meckern. Ja, du hast jetzt natürlich nicht viel in Sachen 8, 16, 128-Bit, das du rumwerfen kannst. Das heißt, du brauchst andere Zahlen, die irgendwie beeindrucken können. Naja, Features. Irgendwas, was die Konsole kann, was neu ist. Die Teraflops. Alter, siehst du das nicht? 5,5 Gigabyte die Sekunde, Mann. Ja, ich sehe die Zahlen. Ja, ich sehe das alles. Sieht okay aus. Oh, eine Neuigkeit haben wir, Ilyass. Die Bahnfahrten bei Spider-Man werden kürzer sein. Vielleicht zu kurz. The key question for us was,
is that enough? I mean, it's tempting to add more, but Flash certainly doesn't come cheap, and we have a responsibility to our gaming audience to be cost-effective with regards to what we put in the console. Sony ist mir so creepy. Er ist mir unfassbar unheimlich. Ohne Scheiß. Er sieht aus heutzutage wie der Sänger von Roxette. Das verwirrt mich enorm. Ich finde, er hat was von Bob Ross in der Art, wie er könnte auch Corona erzählen, keiner würde Panik. Ja. Es bringt 8 Millionen Menschen um. Ja, aber wir können das schnell. Ja, alle wie wir. Geht schnell, schmerzlos. Mit Corona SSD. While also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it. I'll go through the details in a moment. Back to the Flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 Übrigens 655.000 Zuschauer alleine bei YouTube. Ja, zumindest scheint es die Leute ja schon zu interessieren, aber alle warten auf irgendwas, irgendein Trailer oder so. Aber ich weiß jetzt, wie langweilig in 17 Sprachen heißt. Ey, warum plötzlich Kraken? PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of also bessere Speicherkompression durch Kraken statt zlib. Immerhin etwas. Okay, danke für die. That typically becomes 8 or 9 gigabytes, but the unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. By the way, in terms of performance, that custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. That's what it would take to decompress the Kraken stream with a conventional CPU. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Ey, da habe ich lieber Corona, als doch irgendwas über eine SSD zu erfahren. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large. Können wir nach dieser Preso dann unser eigenes Spiel in Dreams programmieren? Geht das? Ich denke ja. Dann weißt du alles. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is responsible for memory mapping, which I know doesn't sound Übrigens, like die Preso-Länge ist exakt in 52 Minuten und 45 Sekunden angegeben. Das heißt, wir kriegen 42 Minuten und 44 Sekunden über Festplatten und Speicherverteilung. Und dann eine Sekunde das Gehäuse. Oh, du bist so optimistisch, dass wir das Gehäuse sehen werden. Aber irgendwas muss das ja noch retten. Vielleicht ist das ja schon das Gehäuse. Ja, meinst du, das so aussehen? Es ist nur sehr reingezoomt. Ja. Is an unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges, and custom scrubbers in several dozen GPU caches do pinpoint predictions of just those address ranges. Ich komme mir vor wie bei so einem Skillshare-Online-Kurs. When you read from the SSD, you don't need to know any of this. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from the original uncompressed file and where you'd like to put it. And the whole process of loading it happens invisibly to you and at very high speed. Back to the dream. Thanks to all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4 and allow the dream of no load screens and super fast streaming to become a reality. Having said that, expandability of our SSD is going to be quite important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever we put in the console. Now, Grüße an die fast 9000 Leute bei uns extra. Liebe Grüße. If you have an extensive PlayStation 4 library and you'd like to take advantage of backwards compatibility to play those games on PlayStation 5, then a large external hard drive is ideal. You can das your ist games interessant. on the hard drive and play them directly from there, thus saving the pricier SSD storage for your PlayStation 5 titles, or you can copy your active PlayStation 4 titles to the SSD. Alter. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD storage.
we will be supporting certain M2 SSDs. Okay. These are internal drives that you can get on the open market and install in a bay in the PlayStation 5. Das ist aber gut, weil bei der Xbox hieß es ja, dass du da wirklich sehr, sehr speziell intern Speicher erweitern kannst. Through the custom I/O unit, just like our SSD. Bei der Xbox hast du diese SSD-Cartridges schon fast. I/O coprocessors and all the other features I was talking about. Here's the catch, though. That commercial drive has to be at least as fast as ours. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, no PCIe 3.0 drive can hit the required spec. M2 drives with PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting samples and seeing 4 or 5 gigabytes a second from them. By year's end, I expect there will be drives that saturate 4.0 and support 7 gigabytes a second. Having said that, we are comparing apples and oranges, though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2. Jetzt brauchst du diesen langen Schäferhaken, der von der Seite so langsam kommt, einfach um die Leute mal wieder aufzuwecken. Only 2 priority levels, definitely. But our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller. And so the M2 drive needs a little extra speed. Oh, der Chat ist halt wirklich auch on fire, muss man sagen. Der Chat hat Spaß. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drive. Wenn, dann haben sich aber nur sehr wenig bewegt, die Silhouetten, oder? Wie starr. Ich glaube, die haben das zusammengebaut. Ja? Irgendwie wirkt das fake. Ja, doch. Es ist so eine Flash-Animation, die so leicht nach links und rechts geht immer. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year end, we'll also be doing some compatibility testing to make sure that the architecture of particular M2 drives isn't too foreign for the games to handle. Once we've done that compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. It would be great if that happened by launch, but it's likely to be a bit past it. So please hold off on getting that M2 drive until you hear from us. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second of them. This was definitely a recurring theme with the GPU. We need new GPU features and capabilities. If we only have more performance, it's not really a new generation of console. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. But we aren't just looking for the performance. We also need the ability to do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Every time we double the performance of some GPU component, we don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. But at the same time, we have to make sure the GPU can run PS4 games. And we have to ensure that the architecture Xbox schon super smart gemacht, dass sie halt solche Infos halt immer nur in Chunks rausgehauen haben. Das hat ja gefühlt hat das halt relativ wenig Effekt. Adding new features without blindsiding developers. We made sure that if there were new significant features, vielleicht hätte das noch eine Begleitkonferenz sein sollen, wenn jetzt schon eine richtige Ankündigung gewesen wäre, wenn er zeitgleich sich nicht verschoben hätte. The GPU supports primitive shaders, but you can release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their Weißt du, warum er das jetzt so sagt? Weil es weniger Teraflops als die Xbox hat. Und er sagt, warum das nicht schlecht ist. So wird das sein. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption by re-architecting the GPU to put data close to Jemand im Chat hat gerade geschrieben, dass das vermutlich so der Talk gewesen wäre für die GDC. Ja, das ist der GDC-Talk. Ja? Hat er gesagt. Okay, das macht jetzt viel mehr Sinn. Needs for PlayStation, and that can factor into what the AMD roadmap becomes. So, collaboration is born.
If we bring concepts to AMD that are Der felt to offizielle be widely useful, Chat then besteht they aus can be adopted ZZZZ into und RBTV Coronavirus. and used broadly, Oh, ich habe einen including in OK-Boomer PC gesehen. GPUs. Cristiano The Ronaldo. ideas are sufficiently specific to what we're trying Okay. to accomplish, like the GPU cache scrubbers I was talking about, then they end up being just for us. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded in producing technology useful in both worlds. It doesn't mean that we as Sony simply incorporated the PC part into our console. Ich sag's euch jetzt, wir werden kein Gehäuse sehen. Wir werden nichts sehen. Vielleicht ist das Podest, die PS5. Und wir haben sie die ganze Zeit schon vor unseren Augen gehabt. Hat das nicht die Xbox mal gemacht? Ja, da steht. Ja, wir wussten es ja beim Trailer nicht, ob das die richtige Xbox ist. Oder ist das irgendeine Architektur im Spiel beim Trailer? Ich weiß es nicht. It's the same for CUs. For one thing, they've been getting much larger over time. Das ist leider so langweilig. Das ist langweilig. Ich habe erwachsene Männer hören ja Tenor gemacht und das hier ist. Aber Jan, wie schnell ist deine SSD? Das Geheimnis der SSD. Ja, Tenor, ich werde 15,4 Tenor-Flops haben. Is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3. Okay, das ist jetzt aber interessant. But that's, of course, extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous console's logic into the new console's custom chips, meaning that even as the technology evolves, the logic and feature set that PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on is still available in backwards. Okay, aber es wäre verständlich, weil es ja immer noch PC-Architektur ist. Wichtig ist, kann es PS3, PS2 und PS1 machen zum Beispiel. Ich glaube nur emuliert, so wie sich das anhört. As if a cost down will remove backwards compatibility like it did on PlayStation 3. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. The boost is truly massive this time around, and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles. Ja, aber es ist auch gleichzeitig so das Mindeste. Xbox hat vor ein paar Tagen Comparison-Bilder gezeigt, wie man das macht, und das sieht schon mega geil aus. Und das ist halt das Mindeste, was sie tun können. So beeindruckend er das präsentieren möchte. Auf dem PC machst du es seit 70 Jahren gefühlt, ne? Oh, ja klar, ich installiere ein altes Spiel und kann mit höheren Auflösungen schneller laufen lassen. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. That means it's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing back-faced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. It's a brand new capability. Using primitive shaders on PlayStation 5 will allow for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects and other visual special effects. Another major new feature of our custom RDNA 2-based GPU is Raytracing, using the same strategy as AMD. Das ist vielleicht von einem Spiel. Wisst ihr, die machen auch Spiele bei Sony. Was? Die haben Spiele, ja, ja. Deren SSD kann man auch als Konsole benutzen. Du meinst, auf der SSD kann ich nicht einfach nur Filme wie Spider-Man drauf gucken? Nee. Und Ladezeiten überbrücken. Same BVH concept. Then, in your shader program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check array against the BVH. While the intersection engine is processing the requested ray triangle or ray box intersections, the shaders are free to do other work. Having said that,
The ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic-heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 graphics engines will run just fine on PlayStation 5, but it presents an opportunity for those interested. I'm thinking it'll take less than 1 million rays a second to have a big impact on audio. That should be enough for audio occlusion and some reverb calculations. With a bit more of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that, adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply that chip with power and to cool it. In general, I like running the GPU at higher frequency. Let me show you why. Here's 2 possible configurations for a GPU roughly of the level of the PlayStation 4 Pro. This is a thought experiment. Don't take these configurations too seriously. If you just Jacob gegen Team Edward ungefähr? But actually the performance is noticeably different because teraflops. Okay, Teraflops. Aber wir wissen doch schon, dass die 10 haben wird. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. Oh nein, jetzt ist das Unterhaltsamste, der Chat ist jetzt nicht mehr da. Goes ja, schade, ne? Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside that system memory is 33% further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. Können wir alle seine Sprüche so in Glückskeksen drin haben? Assuming you can handle the resulting power das toll. and Das könnte man so geil verarschen. which frankly we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy Das ist die God of War-Axt ganz schlecht. Die werden wahrscheinlich was zu God of War sehen. Viraler Ausbruch, entweder das, was wir gerade haben, oder Last of Us. Power consumption varies Autos, a lot Gran Turismo. from game to game. When I play God of War on Ganz the rechts PS4 Bogen, Pro, Last of Us? I know the power Ist auch Last consumption of is Us? high just by the fan noise. But Oder power Uncharted isn't 5. simply about engine quality. It's about the minutiae of what's being displayed and how. It's counterintuitive, but processing dense Und geometry unten fällt typically consumes die less PlayStation power immer than in ein processing größeres simple Loch. geometry. Da sind wir immer Which is, reingezoomt. I suspect why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption during the entire console lifetime might be, which is to say, the worst-case scene in the worst-case game, and prepare a cooling solution that we think will be quiet at that power level. Okay. If we get it right, fan noise is minimal. If we get it wrong, the console will be quite loud for the higher power games, and there's even a chance that it might overheat and shut down if we misestimate power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much discussion, we decided to go with a very different direction on PlayStation 5. We built a GPU with 36 CUs. Mind you, RDNA2 CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So if we compare transistor counts, 36 RDNA2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly sizable GPU.
Then we went with a variable frequency strategy for PlayStation 5, which is to say, we continuously run the GPU and CPU. Die Preso macht echt Bock auf die neue Xbox. Entschuldigung, das ist wirklich gut. Sehr gut, until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency. Es klingt eben leider alles für mich wie so ein Aufbau, um zu sagen, warum die PS5 nicht abwärtskompatibel ist, warum sie laut sein wird. Ich warte die ganze Zeit darauf, deswegen wird sie jetzt leise sein. Ja, aber die Antwort gibt es nicht. Er hat es bisher nicht gesagt, er hat nur gesagt, es kann auch laut werden, wenn man falsch programmiert bei der PS4. There's no need to guess what power consumption the worst case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think we'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that. So much room for activities and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart Shift technology and send any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. The benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 gigahertz was looking like an unreachable target with the old fixed-frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to cap the GPU frequency at 2.23 gigahertz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 gigahertz is 10.3 teraflops. And we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 gigahertz was causing headaches with the old strategy. Ich habe hier was von 12 Teraflops. Nee, es sind 10, das wurde schon angegeben. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst-case game arrives, it will run at a lower clock speed. Also hier steht 12 Teraflops für die Xbox GPU. To reduce GPU, power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency. So I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show significant gains for PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. Vom Jaguar drin? That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent sound and this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, but here were our goals for audio on PlayStation 5. The first goal was great audio for everyone, not just VR users or soundbar owners or headphone users. That meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral.
The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't want developers to have to pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. And finally, we wanted to really take on the challenges of presence and locality. Now, when we say presence, aber wie kann man das denn hardware-seitig überhaupt generieren? Also, ist doch am Ende ein Soundsample, was abgespielt wird, oder nicht? Ja, das Dekodieren wahrscheinlich, ne? Wie du das ja, aber hört das sich mittlerweile nicht einfach alles schon ganz gut an? Ja, also, mittlerweile ist es häufig so, dass es eben keinen dedizierten Soundchip mehr gibt, sondern dass das an der Prozessor- und CPU-Leistung wegkommt. Ne? Und je effektiver du solche Dekodierungen da machen kannst, umso mehr kannst du das natürlich für den Rest übrig lassen. Okay. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, Rocket Beans TV nicht mehr erreichen. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. 10.000 plus Live-Zuschauer Back haben in es the day, gekillt. if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind Dead Space. and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely. Wir haben heute darüber gesprochen. Also wenn die, das wäre ganz, aber es wäre ganz schön geil, ein neues Wenn die es gekauft haben von EA, zusammen mit Silent Hill von Konami und Castlevania. Well, all those bumps Die haben ja alles gekauft, das Gerücht gehört, ne? Meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive and destructive interference, and the result is a change in volume. The phase of the sound also shifts, depending on what path the sound wave took to reach. Der hat in seinem Leben einen Menschen umgebracht. These Prove me volume wrong. changes and phase shifts are different for each direction. Prove me wrong. Depending on the frequency of the sound. Ja, doch, ich habe aber ein ähnliches Gefühl, der ist damit durchgekommen, deswegen hat er immer dieses verschmitzte Lächeln, weil er es weiß. Da Wärmetabellen. Predator kommt dafür raus. Head-related transfer function, or HRTF. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction, front, back, left, right. And the color gives the degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. Here's how we measure an HRTF. We've taken hundreds of people through this process. We put a microphone in the subject's left and right ear canals, and then sit the subject down in the middle of an array of 22 speakers. We then play an audio sweep from each So spielen wir in Zukunft alle. Sind das nicht diese Fortbewegungsmittel aus South Park? Weißt du, welche ich meine? Ja, du kannst in dem Lautsprecher auch fahren. Übrigens, herzlich willkommen, 10.000 Live-Zuschauer bei uns. Eine Frage, warum? Ich weiß es nicht. Die sind alle genau solche Opfer der Misskommunikation bei Sony, wie wir. Unfortunately, the processing has to be done in frequency domain rather than time domain, so there's multiple fast Fourier transforms needed for every sound source, for every audio tick. That's a lot of multiplies. This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a custom hardware unit for 3D audio. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches. Ich liebe den Chat gerade, also ganz liebe Grüße. Via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up
is a unit with roughly the same SIMD power and bandwidth as all 8 Jaguar cores in the PlayStation 4 combined. If we were to use the same algorithms as PSVR, that's enough for something like 5,000 sound sources. But of course, we want to use more complex algorithms, and we don't need anything like that number of sounds. It would have been wonderful if a simpler strategy, such as using Dolby Atmos peripherals, could have achieved our goals, but we wanted 3D audio for all, not just those with licensed soundbars or the like. Also, we wanted many hundreds of sound sources, not just the 32 Atmos Controller? And finally, we wanted to be able to Ich glaube auch, die zeigen wirklich nichts mehr. Ich glaube wirklich, die sagen einfach Tschüss. Vielleicht das Stromkabel. What any peripheral might have inside of it. In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the game. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf Basis des Drucks dann noch so einen schnellen einen haben wir noch? so einen Screenshot über Social Media nochmal raushauen. Oh, das glaube ich auch, ja. Irgendwie das Gehäuse nochmal schnell hinterher. Also die werden auf jeden Fall Ärger kassieren, weil es falsch kommuniziert wurde. Die Leute haben wirklich erwartet, dann sieht irgendwas Spannendes. Wobei, na gut, die haben schon so kommuniziert, was hier passieren wird, aber wenn du nichts gezeigt hast von der PS5 vorher. Das meine ich ja, also egal wie du es machst, die Erwartungshaltung bei einer Präsentation für PS5 ist natürlich, dass du was Spannendes wenn man vorher kaum was gesagt hat dazu. Ey, es ist nun mal so, das wissen die selbst. Also mein Tipp ist es, der Hintergrund ist blau. Mark Czerny hat damals an Sonic 2 mitentwickelt, bei Sonic Team. Das heißt, das neue Sonic kommt für PS5 als Launch-Titel. Ich meine, das hier ist schon interessant, ne? Aber es ist halt, wie viele Leute kann das wirklich interessieren, die jetzt gerade da, die 700.000 Leute, die gerade zugucken. Und bei einer GDC eben die Entwickler, die da sind, die haben ja diese Daten schon bekommen, um diese Spiele zu entwickeln seit langer Zeit. Ja. Naja. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources. But alternatively, ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics! Ich hab richtig gelegen. Ambisonics. Das ist der Hint schon mal dazu. SSD, Supersonic in Dreams. A higher-end surround sound setup with 6 or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year, step-by-step process. Having said that, headphone audio implementation is largely complete at this time. It was a natural place for us to start. With headphones, we control exactly what each ear hears, and therefore the algorithmic development and implementation are more straightforward. For TV speakers and stereo speakers, we're in the process of implementing virtual surround sound. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in front of the TV, then the sound can be made to feel as if it's coming from any direction. Viel erwartet, aber dass sie über TV-Lautsprecher uns was anhören. Ohne Scheiß. Ich meine, ich hätte jetzt Arbeitsspeicher erwartet. Ja, wirklich, ja. Ey, wirklich, ich habe gedacht, wenn sie Tech-Demos liefern, ist es schon low. Aber sie haben ja nicht mal irgendwas gezeigt. Die Leute wollen doch sehen, was kann ich damit anfangen? Was ist denn da jetzt mehr? 1 Milliarde Quietsche-Entchen hätte ich gesehen in der Badewanne. Im Ernst, wirklich jede ich meine, die hatten schon gute. Die hatten schon gute Developer-Tech-Demos auch so, wo sie die Architektur kurz erklärt haben und dann gezeigt haben, was das Ding kann. Das ist doch nicht deren Ernst, Leute, ey. Die erklären Virtual Surround Sound. After which we'll start in. Ja, wir haben es alle verstanden. Ich hatte das schon mit 20, Mann. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games vor 21 Jahren, Alter. Ja, das ist der Gag. PlayStation 5 1. Mit Subwoofer. Weil das hat eh kaum ein Mensch. Die meisten Leute haben fucking Flat mit einem scheiß Audio, Ende oder Kopfhörer. Over-the-ear headphones and wow. I could feel a difference. Wow. 3D audio has that dimensional feel to it. Conventional stereo audio feels smashed flat by comparison. The improvement is obvious. So, a big advancement. That's it. Have I entered the matrix? Does my brain believe I'm really there? Like I was talking about earlier when I explained our target of presence. Well, the answer is no. But
But you've probably caught what's missing here, namely ist das so ein Wimmelbild? Such was anders ist? It wasn't mine. Links ist die Default-Version und rechts ist die The audio team analyzed the hundreds that they measured and chose the one they felt. Ist das jetzt in die CPU von Sony da reingezoomt, ja? Ich könnte jetzt nicht sagen, welche besser ist, ne? Die links sieht doch auch in Ordnung aus. Was ist denn mit der links nicht in Ordnung? With the default HRTF, as I said, the 3D audio. Also falls mich jemand fragt, Xbox oder PS5, dann zeige ich ihm einfach diese Grafik. PC. A higher level of realism, which is to say that when using headphones and my HRTF, I occasionally get fooled and even think a sound is coming from the real world when it's actually coming from the game. A corollary to this is that there are a few people whose HRTFs are sufficiently far from the default HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much difference. I've had a few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Presumably they're the ones at the very edges of this diagram. Also, dass Leute biologisch anders aufgebaut sind und anders Sound wahrnehmen. I'd like everyone to be able to experience what I'm experiencing, but obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research. Das macht unsere Streams umso schwieriger, wenn ich ans PS4-Audio denke. Jetzt musst du auch noch HRTFs aussuchen. Pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us a video of your ears and your head, and we'll make a 3D model. Aber es geht jetzt schon länger, ne? Nein, es hat 2 Minuten danach wegen des Streams angefangen. 17 Uhr war der Streamstart. We'll be subtly changing it as you play and home in on the HRTF that gives you the highest score, meaning that it matches you the best. This is a journey we'll all be taking together over the next few years. Auch ein Hinweis. Ultimately, we're committing to enabling everyone to experience that next level of realism. Der Chat, ich schlag den gleich. Hopefully, I've been able to illustrate a bit about our design and decision-making process today and why PlayStation 5 has the feature set that it does. Now comes the fun part. We get to see how the development Now comes the fun part. Aber leider sind wir heute vorbei. I'm hoping for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you. Das war ja einfach nur ein Kackgewerk. Es ist halt zu gut eigentlich. Ist eigentlich zu gut. Ey, ich möchte eins sagen. Natürlich haben wir uns jetzt lustig gemacht. Wir wussten ja, es wird ein technischer Talk. Ja. Es war klar, er kam von der GDC. Wir sind selbst doof, dass wir was erwartet haben. Aber offensichtlich sind wir nicht alleine, weil viele Leute haben was erwartet. Es ist ja für das in Ordnung, sagen wir mal, weil die wollen ja speziell bei der GDC auch dann Specs machen. Nur ich hätte ein bisschen mehr erwartet, als dass es jetzt wirklich 25 Minuten grundsätzlich darum geht, wie SSDs funktionieren. Ja. Ich weiß ja nicht, ob man damit die möglichen Kunden erziehen wollte, weil es ist ja schwierig als Nicht-Kenner dieser ganzen technischen Details. Was ist nun besser, Xbox oder PS5? Ne? Und da wird gerne an einzelnen Zahlen aufgehangen. Aber würdest du es jetzt wissen? Nee, also nicht wirklich. Irgendwie, okay, die haben irgendwie. Ich finde die Idee gut, dass sie gemerkt haben, jeder hört anders und dass sie das versuchen, so rauszukriegen, irgendwie, rauszuhören, wie du hörst. Das stelle ich mir ganz interessant vor, aber ich hatte bisher nicht das Problem, dass ich jetzt bei Spielen dachte, dass der 3D-Sound nicht gut genug ist oder so. Ja. Aber das ist alles und das sind die SSD. Aber sie haben nie gesagt, dass die wirklich leiser wird. Ich habe sogar gefühlt, als hätten sie angedeutet, je mehr man sie programmiert, desto lauter wird sie. Ich habe ganz kurz mal geschaut, wie so die Resonanz ist bei Entwicklern und ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, dass die SSD halt wirklich so das Nonplusultra ist, also dass sie mit ihren 5,5 Gigabyte... Also die ist richtig gut, meinst du? Also die kommt richtig gut an. Also das ist so das Größte, was bei den Entwicklern hängen bleibt und das wird höchstwahrscheinlich auch... Das wird höchstwahrscheinlich auch den Unterschied machen. Das Ding ist auch bei der ganzen Gehässigkeit und jetzt und so weiter. Wir sind halt leider nicht so mega technikaffin und können deswegen nicht so viel zu sagen. Deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch nicht so abgeholt gefühlt. Die Leute, die ich glaube, die Kollegen bei Digital Foundry zum Beispiel, die sind komplett abgegangen wahrscheinlich. Ja, die müssen sich jetzt die Unterhose wechseln wahrscheinlich nach all dem. Ja, wobei solche Specs
brauchen ja die Erklärung jetzt auch nicht so richtig. Ich denke, die haben sowieso solche Specs auch schon mal vorab bekommen, um da konkret aufzudrücken, wie es ist. Ihr habt es aber schon gesagt, dass so viel Fokus auf der SSD war, alleine, was man jetzt Level-Design technisch durch die Geschwindigkeit der Ladezeiten machen kann, dass du nicht eben das Jedi Fallen Order Phänomen hast, immer durch enge Gänge durchquetschen zu müssen, um in die nächste Location zu kommen, sondern dich eher architektonisch darauf beschränken, das eine richtige Open World zu bauen, ne? Ohne hier, dass im Hintergrund dann noch was nachladen muss. Das ist natürlich interessant, wenn die PS5 sowas vorantreibt. Ja, aber da hat ja irgendwie, also mein Punkt ist, da hat ja niemand dran gezweifelt, dass die eine bessere Hardware kriegen, dass das eine SSD kriegt, dass das einfach darum geht, Ladezeiten zu minimieren, Welten größer zu machen und Welten noch schöner und erlebbarer zu machen, vielleicht auch für VR zu denken, dass man da dasselbe Bild eben doppelt in okay Qualität liefern kann. Aber das meine ich, das sind ja alles Sachen, die wirklich seit so langer Zeit schon eigentlich erwartet und bekannt sind. Vielleicht bin ich da naiv. Ich habe gedacht, die wissen ganz genau, dass der Druck groß ist. Sie sind Marktführer, die Leute erwarten irgendwas. Du machst doch jetzt nicht so eine technische Präsentation, wenn du nicht irgendwas am Ende noch zeigst, normalerweise, würde ich mir jetzt denken. Ja, man kann denen am Ende halt tatsächlich nichts vorwerfen. Sie haben ganz klar gesagt, ey, das ist so eine Spec-Präsentation und wir werden halt einen Deep Dive machen. Also das sind so die O-Töne gewesen. Das ist auch geworden. Man kann aber durchaus zumindest anzweifeln, was deren Strategie angeht. Wir haben das mehrmals hier schon erwähnt, dass man, wenn man super lange nichts über die Konsole gesagt hat oder generell keine Infos rausgehauen hat und dann so das Erste, was man zeigt, so eine Art von Präsentation ist vielleicht nicht so der effektivste Weg, um die Masse abzuholen und darauf, das wirkte zumindest so, dass sie Lust haben, die Masse abzuholen, dass sie das auf Social Media und so angekündigt haben und die Zahlen geben denen recht. Über 500.000 auf YouTube. Bei uns haben wir auch über 10.000 Leute, die sich irgendwelche Specs von irgendeiner Konsole angekommen haben. Also dafür habe ich mir eine Pizza gemacht für SSD. Hey, aber also wenn ich jetzt daheim wäre und ich hätte mir die Zeit so ein bisschen so aus meinem Alltag so rausgeschnitten, wäre ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht und würde beim nächsten Mal nicht mehr zugucken. Ja, als ergänzende Info, wenn du einmal wirklich die hier das Zeigen der PS5 gehabt hast, wo dann die für uns wichtigen Details dabei sind. Es war alles schön und gut, dass da eine schnelle Festplatte und alles drin ist. Für mich ist es wichtig, wie laut ist das Ding, ne? Hat die PlayStation 5 vielleicht jetzt einen 5. Button, den Rhombus noch dazu oder irgendwie sowas? Das wären so signifikante Sachen, die mich interessieren. Auch, so wie wollt ihr das Gaming-Erlebnis weiterbringen? Ich habe halt dann immer Angst, wenn sie nur auf so technischen Details und dann teilweise Dingen, die wir nicht mal mehr verstehen, rumreiten, dass das immer ein Anzeichen ist, dass sie halt keine richtigen Ideen haben. Dass sie keine neuen Features haben. Ich fand ja sogar, selbst diese TV-Nummer war ja wenigstens, die Grundlage war ja, ey, du hast ganz viele Oberflächen und du kannst bei unserem OS zwischen Fernsehen und Gaming hin und her schalten. Und das war immerhin, haben sie da einen Makel ausgemacht, den sie versucht haben zu beheben. Wie sie es präsentiert haben, ist was anderes. Es ist nur halt echt komisch, dass irgendwie die Leute nicht lernen aus diesen PR-Fehler. Ja, sagt mir erstmal, was an eurer Konsole toll sein wird, auch wenn ihr nicht direkt Spiele zum Zeigen habt. Und dann könnt ihr gerne für die Leute, die wissen wollen, warum das so ist, nochmal in die Tiefe gehen. Ich will von mir aus, dass die mir einen Traum verkaufen. Dann sollen sie halt eine halbe Stunde vorher was. Gut, ist wie gesagt, wir reden jetzt hier über eine GDC, ist alles klar. Aber dann sollen sie mir was rendern, wo ich sehe, so sieht das also aus, wenn man keine Ladezeiten mehr hat. So könnte eine Welt dargestellt werden, dass ich die Hindernisse sehe, die Entwickler bisher hatten, sodass ich das antizipieren kann, was sie da machen, warum das toll ist. Weil, wie gesagt, wir haben es ja mehrfach gesagt, den Entwicklern brauchst du es nicht erklären und mir als Konsument, mich hast du damit nicht abgeholt. Also für wen war es denn jetzt? Das ist so meine Frage. Für die Kernzielgruppe dazwischen irgendwie? Lustigerweise kurz vorher, noch vor ein paar Stunden, ist irgendwie so anscheinend offiziell von Sony so durchgesickert, dass sie wohl noch damit rechnen, dass die PS5 nicht verschoben wird. Wir haben ja keinerlei Anzeichen weder von Microsoft noch von Sony gehört, aber man kann zumindest davon ausgehen, dass es vielleicht nicht zu 1000% exakt dann sein wird, wann sie es angedacht haben, weil so viel dann gerade stillsteht, überall, nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit den Produktionsstraßen in China. Und wenn die tatsächlich noch planen, das Ding dieses Jahr rauszubringen, müssen die zumindest auf ihrem Plan halbwegs bleiben, wie sie sowas veröffentlichen. Also so einen Stream angucken, ob es jetzt bei einer E3 ist oder bei einer GDC oder was auch immer passiert. Bei der PS4 ist das alles schon längst passiert damals. Ne? Da hatten wir im Februar die große Reveal-Konferenz und dann ist die Konsole im November rausgekommen. Und jetzt sind wir schon viel, viel näher dran. Ich weiß nicht, ob das schon fast zu spät ist. Ja, das Gute und Interessante ist, dass Xbox das eigentlich schon fast
nochmal unterstrichen hat. Am Montag haben sie ja, glaube ich, die weiteren Specs rausgehauen und neue Infos. Und da haben sie auch nochmal unterstrichen Holiday 2020. Und das ist halt wirklich auch an dem Tag gewesen, wo zum Beispiel diese ganze Corona-Geschichte schon im Umlauf war. Ja. Und das haben viele zum Anlass genommen, das nochmal als Bestätigung zu sehen, dass zumindest Xbox da auf deren Pipeline zumindest setzt und da keine großartige Verschiebung stattfindet. Hier hätte man zum Beispiel auch noch mal was sagen können, was das angeht, aber da haben sie auch irgendwie keine Anstalten gemacht. Ja gut, ist wahrscheinlich auch nicht sein Bereich sozusagen. Ne? Ja, aber der Platz dafür. Also so langsam, aber sicher ist, Gregor, du hast das, wie ich finde, ganz gut gesagt, dass man die Timeline, wenn man sie mit der PS4 vergleicht, dass sie ganz anders ist, dass sie komplett off ist und dass wenn wir sie jetzt im Herbst oder im Winter bekommen, wir haben jetzt fast Mai. Das ist kaum Hype. Nee, April, sorry. Man rafft noch gar nicht, dass überhaupt eine neue Konsole kommt dieses Jahr. Das Gefühl hat man noch nicht. Ja, ich bin halt super gespannt. Das Interessante, was jetzt kommen wird oder was kommen muss, Sony muss jetzt halt fucking delivern. Es muss jetzt eine fucking Bombe kommen. Aber ich meine, daran zweifelt jetzt doch eigentlich keiner, oder? Weil sie werden diesen Vorsprung, sie haben ja eigentlich bisher immer gute Konsolen geliefert und nie so richtig verkackt, würde ich jetzt sagen. Man könnte jetzt bei der Optik der PS3 sagen, das war mutig oder so, aber im Grunde war es doch immer eine sinnvolle Weiterentwicklung, auch der Controller. Also Nintendo hat dagegen viel häufiger mal so, ach, jetzt machen wir mal das, wir probieren mal was aus, Tablet, da könnte man eher sagen, wer weiß, was kommt. Aber bei Sony, ich erwarte schon, dass das Ding gut wird. Ich will nur, dass sie mir, ohne meine Zeit zu vergeuden, mir sagen, warum ich mir die PS5 holen soll, wenn ich doch die PS4 Pro habe. Weil das habe ich bisher immer noch nicht gerafft. Weil sie wollen ja auch für alle Konsolen rausbringen. Also kriege ich dann hier und da ein paar Raytracing-Texturen oder irgend so ein Kram mehr oder was ist da? Das reicht mir irgendwie nicht. Ja, genau vielleicht haben sie eben keine Argumente. Vielleicht ist es wirklich nur ein Grafik-Update. Diese Grenzen eben, ne? Also wir wissen auch noch gar nichts von wegen. Also bei Xbox haben sie schon gesagt, wenn du dir ein Spiel für die alte Xbox holst, wird es auf jeden Fall auf der Series X laufen. Wie wird es bei der PS5 ausschauen? Wirst du Spiele bekommen, wo auf der Packung draufsteht PS5 und PS4 kompatibel und so weiter? Nur PS5, das ist ja alles noch in den Grenzen, weil das ist eigentlich nur ein Technik-Upgrade im Großen. Wie ist es denn vorher gelaufen? Also wie läuft es denn aktuell zwischen PS4 und PS4 Pro? Es gibt ja keine Spiele, die nur für Pro laufen. Und Spiele, die für beides laufen, haben halt einfach verschiedene, nicht Auflösungen, sondern Detailstufen, oder? Unter anderem. Also du hast bei der PS4 Pro hast du stellenweise auch eine höhere Auflösung. Du hast jetzt meinen Kaufgrund damals, warum ich mir den Pro geholt habe. Ich wollte unbedingt Shadow of the Colossus mit 60 Frames spielen. Und das kannst du nur mit der PS4 Pro. Mit der normalen PS3 kannst du das. Ist es aber auch wert. Also, das ist tatsächlich ein geiles Erlebnis, wenn man es dann macht. Das ist halt auch das Lustige an der PS4 Pro damals bei der Präsentation. Da haben sie halt, das war nichts Spektakuläres, aber sie haben halt wirklich dann PS4-Spiele genommen und dann gezeigt, okay, wie sieht das jetzt in 4K HDR und hast du nicht gesehen aus? Ja. Und da hast du zumindest haptische Beispiele gehabt. Und hier hätte man hätte auch PS4-Spiele nehmen können und sie auf PS5 Specs projizieren können. Und dadurch hätte man das alles so ein bisschen, man hätte die Massen mehr abholen können. Wenn er davon redet, wie kurz die Bahnfahrten bei Spider-Man auf der PS4 sind, dann zeig mir, wie kurz sie auf der PS5 sind. Ja, das ist, glaube ich. Ne? Also Verbesserungspotenzial war schon da. Was glaubt ihr denn, wie wird es weitergehen? Ich erwarte ja durchaus. Also man sieht so an dem Feedback in unserem Chat, wir haben den internationalen Chat jetzt nicht gesehen, aber ich nehme an, da wird alles viel gehatet. Voller Memes und viele Memes und man kann sich halt ganz gut drüber aufregen. Das hat ja manchmal schon was gezeigt, also eine Reaktion. Denk nur an den Sonic-Film oder so. Manchmal ändert sich ja auch Sachen oder auch bei der Xbox wurde ja dann auch ein bisschen was geändert. Also glaubt ihr, da wird jetzt als nächstes quasi dann nur Game kommen oder haben die vielleicht einen anderen Plan, der einfach vorsieht, kurze Phasen nur der Bewerbung? Also es muss, denke ich, wenn dann jetzt die richtige Preso kommen, wo sie sagen, übrigens, da wird die PS5 vollständig dann euch angekündigt, muss es für mich inhaltlich so wie 3 E3-Präsentationen eigentlich drin sein. Ne? Du musst innerhalb von so einer Stunde oder wie lang es dann dauern soll, wirklich genau diese Aspekte zeigen, die wir gerade gesagt haben, was wir dann vermissen, von technischer Hinsicht in Ladezeiten. Übrigens, wir haben noch was, so sieht's mit Abwärtskompatibilität aus. Letztes Jahr haben wir ja auch gut geliefert. Es muss rappelvoll sein, es muss einen Trailer geben mit x-fach Spielen, die angekündigt werden, mit Abwärtskompatibilität
abwärtskompatiblen Sachen. Also ich erwarte jetzt, dass da voll geballert wird beim nächsten Mal und ohne irgendwelche Sachen zurückzuhalten. We showed it at a later date. Ne? Weil ich will nicht dann wieder sowas verteilt haben und dann kurz ein paar Monate vorher. Na, Xbox hat ja zumindest ein bisschen was während der, wo war das bei den Awards, war das im letzten Jahr, ne? Wo dann Details war. Auf einmal sehen wir das Gehäuse und den Namen. Ne? Das sind ja andere Sachen, Sony hat das auf 3 Konferenzen verteilt bisher. Hast du noch eine Ich hab's vorhin schon gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie so Schadensbegrenzung machen, indem sie auf Social Media noch schnell so das Bild des Gehäuses oder so raushauen. Schnell, fotografieren nochmal. Zack, zack. Das Ding ist aber, dass Sony sich mittlerweile halt wirklich eine sehr komfortable Position sich erarbeitet hat. Und im Grunde, wir können hier viel diskutieren, wir können viel miteinander sprechen und wir können Sony irgendwie gehässige Kommentare an den Kopf werfen. Sie können es sich erlauben und sie können sie abwarten und sie können in Ruhe so ihr Kram machen. Das Ding ist aber, wenn du Leute wie uns oder die Zuschauer abholen willst, da muss als nächstes ein Feuerwerk kommen. Ich habe keine Lust auf eine Konsole, wenn ich nicht weiß, was für Spiele zu sehen sind. Und die Konsole muss nicht mal mega krass sein. Ich finde die Switch gerade mega gut. Und ich habe seit 2 Monaten meine PS4 nicht mehr angerührt, weil ich da meine geilen Spiele habe. Switch ist ein super Beispiel. Die hatten ihre Indie-Konferenz gestern. Für mich war da nicht so viel Spannendes bei. Allerdings hält sich jetzt das Gerücht, dass in der nächsten Woche vielleicht noch eine große Direct in Anführungsstrichen sein wird. Und falls sie dann noch mehr von Breath of the Wild 2 zeigen, wenn dann vielleicht nochmal konkret irgendwas von Metroid Prime kommen oder was sie auch immer konkret nochmal ankündigen wollen, das wird mich als jemand, der mehr auf die Spiele geht, wesentlich mehr flashen, als wenn ich dann in meinem Kämmerlein über 5,5 Gigabyte pro Sekunde nachdenke. Na, weil mir ist scheißegal im Endeffekt, wie schnell die Festplatte ist. Mir ist es scheißegal, auf welcher Plattform es stattfindet. Für mich zählen nur die Spiele. Ja, das macht mir, wie gesagt, Angst. Aber vielleicht, ist, wie gesagt, der falsche Ort gewesen. Ich bin mal gespannt, was noch kommt. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Die nächste kann nur besser werden. Ja, das nächste Mal kommen wir dann wieder zusammen, wo über den Härtegrad der Analogsticks und den Arbeitsspeicher für 12 Stunden Ey, das hätte ich sogar interessant gefunden, Analogsticks und wie sie das versuchen wollen, anders zu machen. Da gab es ja diesen Wired-Artikel, den er auch angesprochen hat, dass sie versuchen wollen, halt so mit Motoren den kompletten Controller zu überarbeiten und halt wirklich eine neue Erfahrung zu ermöglichen. Das fände ich schon interessant. Ich habe die Ohren schon ein bisschen gespitzt, also jetzt hieß ja VR, aber dann war es ja nur eine Überleitung, wie du Sound in 3D wahrnehmen kannst und dann wurde auf den Sound eingegangen. VR wäre wesentlich spannender zu sehen, weil mein PSVR ist auch schon mega veraltet und ich habe es kaum angerührt. Es ist immer noch ein tolles Ding. Ich spiele es auch privat, aber dadurch, dass ich jetzt mal auf der Arbeit dann die besseren Oculus und so spiele, muss ich mich immer so downgraden, wenn ich das benutze. Ich hätte gern, ich brauche jetzt nicht eine Ankündigung von einem neuen Set oder so, aber ich hätte zumindest gerne gesehen, was das denn jetzt bringt für die Welten. Also sehen die dann vielleicht ein bisschen besser aus. Klar, du kannst die Auflösung nicht ändern von der Brille, aber du kannst vielleicht die Welt, die generiert wird, einfach ein bisschen größer und opulenter machen mit einer besseren Engine. Wie gesagt, irgendwas. Ich darbe hier. Ich bin gerade eine Stunde durch die Wüste gekrochen auf meinem Zahnfleisch, Alter, und ich kriege immer noch nichts. Einen Kaktus haben sie mir gereicht am Ende. Aber wie gesagt, ich bin auch der Falsche hier. Eigentlich sollten hier halt die Technik-Nerds sitzen, die halt sich dann über die Teraflops auslassen. Ja, aber es gilt ja auch für alle. Wir alle werden natürlich mit diesen Infos konfrontiert werden und so ein gewisses Interesse. Ich fand es jetzt nicht irgendwie übel oder so. Ne? Es war ja genau darauf ausgerichtet, aber es war schon eben. Also du kannst mit mehr Zahlen rumwerfen als jetzt diese spezifischen Punkte, die dann sehr, sehr detailliert analysiert wurden, weil es wurden eben viele Bereiche gar nicht erst abgedeckt hier. Ich habe das Gefühl einfach, dass Microsoft gerade mit diesem Infodrop am Montag, dass sie ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und mehr so Richtung Konsument gerade denken. Also am Ende ist es halt wirklich einfach nur eine Marketing-Website. Du hast da die Konsole oben und dann hast du halt Bild 1 und Bild 2, du hast ein paar Zahlen, aber es ist halt im Endeffekt, mir hat diese Microsite, die ich in 3 Minuten durchgelesen hat mir mehr gegeben als diese Präsentation gerade. Ja. Ich habe mehr technische Informationen für die Xbox mitgenommen bei 3 Minuten als jetzt hier. Und da habe ich habe einfach das Gefühl, das ist so eine Maßnahme gewesen, dass man Leute jetzt irgendwie versammelt, dass man sich in den Medien noch mal bringt. Und damit bin ich auch in Ordnung. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn du das machst. Aber mittlerweile hat man schon gesehen, dass das besser geht. Und das finde ich persönlich
ärgerlich. Ich denke, wir sollten das einfach mal erstmal in Ruhe sacken lassen. Und ihr könnt euch gerne auch noch mal, ihr könnt in euch gehen da draußen, einmal das auch sacken lassen und schauen, was diese Specs für euch bedeuten. Und wenn dann mehr zur PS5 kommt, werden wir natürlich auch noch mal konkreter darauf eingehen. Hoffentlich auch mit mehr Spielen. Ihr könnt uns ja Bescheid geben, werte Regie. Ich glaube, die Kollegen stehen im Anschluss schon bereit, hier noch mal kurz zu übernehmen. Und du bist ja auch nachher noch mal dran mit Doom Eternal. Ja, bin ich nicht gleich dran? Ich weiß es nicht direkt. Ich glaube, da ist noch dazwischen was. Also wenn, dann geht's nicht lange, weil ich bin auf jeden Fall 18:30 dran, das ist ja gleich. Ja, wenn ihr Doom Eternal sehen wollt, die Story, die Singleplayer-Story, wir fangen heute an zu spielen. Geil. Sehr gut. Wird ganz geil, bis 10 mindestens. Ja, und wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube könnt ihr schon unser Resident Evil 3 Let's Play sehen von der Demo. Schon bereits online. Dann vielen Dank nochmal, Simon, vielen Dank, Ilyass, dass du dich nochmal auf den Weg gemacht hast. Vielen Dank, Herr Cerny, dass Sie sich so fein ausgetobt haben. Vielen Dank an euch alle fürs Zuschauen. Das war der PS5 Spec Reveal und wir sagen Tschüss. Ciao.